Ich habe hier den Ishin E130 Hubschrauber. Das ist ein 32 Zentimeter langer Helikopter, aber für Einsteiger, wo alles dabei ist. Fernsteuerung, Hubschrauber, ein 2S-Akku mit 700 mAh und optional gibt es sogar noch weitere 3 Akkus. Natürlich haben wir hier Rotorblätter als Ersatz, das einfaches Ladegerät für den Akku. Mit 33 Zentimeter Länge finde ich den ganz schön groß im Vergleich jetzt zu dem, den ich davor getestet habe, der ja nur gerade mal 22 Zentimeter lang war. Die Spytron E110. Die war mit Kamera, aber mit eben nur einem 1S-Akku. Der E300 fliegt mit 2S-Akku. Warum habe ich überhaupt den Helikopter geholt? Erstens wollte ich was Größeres haben als der E110. Und außerdem wollte ich den neuen Dienst von Banggood prüfen, wo Banggood garantiert, dass in 3 Tagen das Teil geliefert wird. Und hier in diesem Fall war genau dieser Helikopter E130 und der wird innerhalb von 3 Tagen geliefert. Also habe ich den bestellt und tatsächlich in 3 Tagen war der hier. Hier meine Bestellung, bestellt am 27.04. Und wie man sieht, ist es in 3 Tagen hier angekommen, am 30.07. Der Versand erfolgt aus dem Tschechienlager und die meisten Sachen sind kleine Spielzeuge wie die Hubschrauber. Hier gibt es auch den E150, das ist schon ein richtiger 3D-Hubschrauber. Meine ist noch ohne 3D, also das ist ein Einsteiger-Hubschrauber. Außerdem gibt es noch ein paar Ersatzteile, die man dann auch innerhalb von 3 Tagen geliefert bekommen kann, wie zum Beispiel Ersatzakku, die Rotorblätter. Leider nicht viel mehr. Die meisten Sachen werden sowieso aus Tschechien innerhalb von einer Woche geliefert. Wie Drohnen, Funken, Flugkontrolle. Versuchen wir mal, das Ganze zu starten. Tolles Wetter. Die Sonne scheint. Und wir haben hier ein bisschen viel Gras. Der Funker sind 4 Akkus, AAA. Der Akku wird eingesteckt, der Balancer hier so ein bisschen eingeklemmt und der sich nicht löst, stecke rein. Ich lasse die Propeller gerade, Funker an. So, jetzt habe ich das Problem, ich habe eine Mode 1 Funke. Das hier rechts wäre Gas. Das kann man ändern, indem man beim Starten drückt man den Knopf hier, schaltet ein und bewegt diesen Knopf. Und jetzt habe ich links den Gashebel. Gestartet wird mit dem Knopf hier oben und gelandet wird hier mit dem Knopf. Das sind Trimschalter und mal gucken, ob ich das hinkriege. Bin schon gespannt, weil ich eigentlich so ziemlich wenig Ahnung habe, aber das soll für einen Anfänger sein und leicht zu fliegen. Immer einen kleinen Abstand. Ich drücke hier den Knopf und der startet. Ja, super einfach. Also ich muss fast nichts machen. Der bleibt schön fast auf einer Stelle stehen. Wir haben jetzt den Wind nach links, das heißt, er wird ein bisschen nach links gedriftet. Ich muss ab und zu die Höhe korrigieren und das war's. Rückwärts, rückwärts, seitlich, drehen. So, also super einfach zu fliegen. So, ich versuche mal jetzt ihn hier ein bisschen stabil zu halten. Drück mal auf den unteren Knopf, landen und er landet. Ich kann sogar ein bisschen zurechtsteuern. Klappt. Bin ein bisschen schief gelandet, aber es klappt. Hier im Display haben wir noch die Anzeige für die Verbindungsqualität, ob der Akku noch voll ist. Das gilt aber hier für die Funker. Hier oben steht LH, das bedeutet, dass es links der Gashebel ist. H ist, wenn man die Höhe halten möchte. Das erhält dann automatisch die Höhe. Und wenn ich jetzt umschalte auf M, manuell, dann fliege ich manuell. Da muss ich selber zusehen, dass ich die Höhe hier dann immer korrigiere. Versuchen wir jetzt mit manuell zu fliegen. Also, an. Zum Starten muss ich die Hebel hier so auseinander drücken. Dann dreht er sich. Und jetzt muss ich selber starten. Das heißt, ich muss selber hier Gas geben und dann starten. Das ist auch simpel eigentlich. Wow. Es ist ja nichts passiert. Versuchen wir noch einmal.
So, diesmal hat das geklappt. Diesmal fliegt man einfach hier so. So, und das ist jetzt einfach manuell. Und ich kann jetzt hier wunderbar manuell mit dem Teil fliegen. Ganz nah dran. Ups. So ein bisschen zu nah dran. Meine Drehung. Linksdrehung. Und hier muss man einfach die Höhe selber kontrollieren. Also wenn er zu niedrig fliegt, dann muss man den einfach ein bisschen höher fliegen. Das ist nicht die große Kunst. Wunderbar. Es macht Spaß. Ich denke, das kann nach kurzer Zeit jeder. Jeder kann nach kurzer Zeit so gut fliegen. Und wenn man das kann, dann kann man sich trauen, größere Modelle zu fliegen. Vielleicht auch dann später mit 3D-Modus, wo man den auf dem Kopf fliegen lässt. Wunderbar. Und wir landen. Manuell natürlich. Dazu muss man lange auf diesen Knopf hier drücken, auf dem unteren rechts, den Trimmer. Lange drücken, bis es piepst. Ja, das war der Notausschalter. Also noch ein Versuch. Landen ganz normal. Einfach nur runterdrücken den Gashebel, bis er am Boden ankommt. Und dann, also ich krieg's nicht hin. Bei mir gibt es eher so einen Salat. Zum Glück schaut er sich alleine aus. Das heißt, er schaut sich alleine aus, wenn er irgendwo mit dem Rotor sich einwickelt und der Motor sich nicht mehr dreht. Dann bleibt er stehen. Versuchen wir nochmal vernünftig zu landen. So, starten ist schon kein Problem. Eine kurze kleine Runde. Okay, und jetzt versuchen wir mal einfach zu landen. Also rechts immer die Lage anvisieren und links runter vom Gas. Und wir kommen tiefer und tiefer. Na, klappt das diesmal? Ah, ich habe es diesmal geschafft. Beim zweiten Versuch bin ich gelandet. Ja, jetzt habe ich hier die beiden. Ichin 110 und das ist der Ichin 130. Es ist richtig schwer, sich zu entscheiden, welcher der bessere ist. Also vom Fliegen finde ich den angenehmer zu fliegen. Also bei Flug auf Sicht, der E130 gefällt mir besser. Bei der Funke, ich mag hier diese flachen Knüppel nicht. Das ist so ein bisschen Playstation-mäßig. Ich bin mehr an diese typischen Fliegerknüppel gewöhnt. Die Knüppel gefallen mir besser. Vorteil bei der kleinen E110 Spydrone,
Der hat natürlich eine richtige Kamera, aber im letzten Video habe ich euch gesagt, ich kann mit der Kamera nichts anfangen, weil die einfach zu ruckelige Bilder macht. Aber es ist ja drin. Fliegen tun die beide eigentlich genauso schnell. Der fliegt eigentlich ein bisschen genauer und der E100, der ist halt ein bisschen aggressiver. Also den kann man auch wunderbar im Garten fliegen, der dreht sich auch sehr schnell. Den würde ich lieber dann halt immer auf einer großen Wiese wie hier fliegen. Ein bisschen mal weiter entfernt vom Gebäude, sodass man nicht irgendwo knallt. Also beide machen Spaß. Die Entscheidung fällt eigentlich bei euch, weil es euch für den Einstieg mehr gefällt. Also, viel Spaß beim Fliegen!